Kilometer, Millimeter, Kubikliter, Meter. Was ist das eigentlich? Ich erkläre es euch heute. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Heute das Thema Maßeinheiten, also Volumen, Fläche, Entfernungen, und ich erkläre euch, wie man dazu in Deutschland sagt. Wir haben das metrische System, also wir rechnen in Metern. Ich erkläre euch, wie alle Sachen heißen. Wir fangen an mit einem Millimeter. Ein Millimeter ist ganz, ganz, ganz klein. Danach kommt der Zentimeter. Ein Zentimeter sind 10 Millimeter, also ungefähr so groß. Dann gibt es den Dezimeter. Ein Dezimeter sind 10 Zentimeter, also ungefähr so groß. Und danach kommt ein Meter. Ein Meter ist ungefähr diese Größe, so ungefähr, vielleicht ein bisschen größer, ungefähr. Und 1000 Stück davon, also wenn ihr 1000 Stücke geht von diesem einen Meter, dann ist das 1 Kilometer. Dann gibt es noch die Zeiteinheiten, also die Sekunden, 1, 2, 3 und so weiter. Dann die Minuten, eine Minute sind 60 Sekunden und eine Stunde sind 60 Minuten. Und unser Tag hat 24 Stunden. Und dann gibt es noch die Geschwindigkeiten. Die berechnen wir in Deutschland, also die alltäglichen, in km/h, Kilometer pro Stunde. Also 1 Meter, also das wieder ungefähr, und davon 1000 Stück. Und die gehe ich und brauche dafür eine Stunde, also 60 Minuten. Dann gehe ich 1 km/h, 1 Kilometer, also 1000 Meter, in einer Stunde sind 1 km/h. Wenn ihr mit dem Auto fahrt, dann seht ihr hier Schilder mit Zahlen drauf. Das ist immer die Kilometer pro Stunde Angabe. Also wenn da 150 steht, dann dürft ihr 150 Kilometer in der Stunde schnell fahren, bis das nächste Schild kommt. Jetzt zu den Flächen. Wir fangen an mit dem Quadratmillimeter. Ein Quadratmillimeter sind 0,0000001 Quadratmeter. Als nächstes kommt der Quadratzentimeter. Also ein Zentimeter ist ja ungefähr so groß und 1 Zentimeter, 1 Zentimeter, 1 Zentimeter, 1 Zentimeter, also ein Viereck daraus, ist ein Quadratzentimeter. Es sind 0,0001 Quadratmeter. Als nächstes kommt der Quadratmeter. Also 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter ist ein Quadratmeter. So werden zum Beispiel auch die Wohnungen berechnet. Dann haben wir ein Ar. Das sind 100 Quadratmeter. Und dann haben wir ein Hektar. Das sind 10.000 Quadratmeter. 100 Ar. Und dann gibt es den Quadratkilometer. Also 1 Kilometer nach da, 1 Kilometer nach da, 1 Kilometer nach da und wieder 1 Kilometer zurück. Das ist 1 Quadratkilometer, 100 H und 1 Million Quadratmeter stecken darin. Dann gibt es noch das Gewicht. Wir fangen an mit einem Gramm. 1 Gramm. Das ist ganz, ganz, ganz leicht. Dann gibt es 1 Kilo. 1 Kilo sind 1000 Gramm. Und dann gibt es noch eine Tonne. Eine Tonne sind 1000 Kilogramm. Jetzt das Volumen. Wir fangen an. 1 Milliliter. 1 Milliliter ist ganz, 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 ganz klein. Das kann man fast gar nicht sehen. Dann gibt es 1 Liter. 1 Liter sind 1000 Milliliter. Zum Beispiel eine Flasche Wasser. Die hat 1000 Milliliter, also 1 Liter. Und es gibt noch einen Hektoliter. Das sind 100 Liter, also 100 Wasserflaschen zusammen in ein Becken sind 1 Hektoliter.
Und es gibt noch einen Kubikmeter. Das klingt jetzt wie eine Entfernung, ist es aber nicht. Das sind 1000 Liter. Also ein Kubikmeter, 1000 Liter. Das waren heute viele Kilometer purer mathematischer Spaß hier mit euch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich will euch gerne helfen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert gerne die Seite, teilt das Video und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.